David und seine Söhne. David war insgesamt 40 Jahre König, 7 Jahre davon in Hebron und 33 Jahre in Jerusalem, über Gesamt-Israel. Wie es bei den Königen in der damaligen Zeit üblich war, hatte David mehrere Frauen und viele Kinder. Er hatte insgesamt 20 Söhne. 6 Söhne wurden ihm in Hebron geboren und 14 in Jerusalem. Einer der Söhne, das erste Kind der Bathseba, starb bereits im Säuglingsalter. Wir wissen von mindestens einer Tochter Davids, Tamar. Aber vermutlich hatte David noch mehr Töchter, die namentlich nicht erwähnt werden. Zu den Söhnen scheint David ein besonderes Verhältnis gehabt zu haben. Er liebte sie und er verwöhnte sie. Er scheint ihnen alle Freiheiten gegeben zu haben. Ihre Wünsche, ihre Präferenzen durften sie ausleben. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass er persönlich wenig Zeit mit ihnen verbrachte und sie nicht bewusst und gezielt als Vater geprägt oder im Wort Gottes unterwiesen hätte. Wenn sie etwas Böses getan hatten, verweigerte er ihnen das Gespräch und distanzierte sich von ihnen. Diese Art der Erziehung rächte sich dann, als die Söhne erwachsen wurden und eigene Wege gingen. Die Probleme beginnen mit Amnon, seinem erstgeborenen Sohn. Amnon verliebt sich in seine Halbschwester Tamar. Er lockt sie mit List in sein Haus und vergewaltigt sie. David erfährt davon, aber er unternimmt nichts. Er redet nicht mit seinem Sohn, er bestraft ihn nicht, er ermahnt ihn nicht. Er nimmt den Vorfall stillschweigend hin. Wir lesen, und als der König David dies alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zuleide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Nun, diese ungeklärte Sünde Amnons wurde 2 Jahre später zum Anlass für ein weiteres Verbrechen. Der leibliche Bruder der Tamar war Absalom. Absalom wartete nur auf die Gelegenheit, sich für seine Schwester an Amnon zu rächen. Bei einem Fest, zu dem er alle Söhne des Königs eingeladen hatte, tötet Absalom seinen Bruder Amnon. Nach dem Mord flieht Absalom aus dem Land. David trauert um seinen erstgeborenen Sohn den Rest seines Lebens. Einige Jahre später setzt sich Joab, der Feldhauptmann Davids, für Absalom ein. Und er bittet den König, Absalom zu begnadigen und ihn wieder zurück nach Hause kommen zu lassen. David lässt sich überreden, weigert sich aber, ein Gespräch mit seinem Sohn Absalom zu führen. Es vergehen weitere 2 Jahre. Und Absalom kann das Schweigen seines Vaters nicht ertragen. In seiner Verzweiflung zündet er das Feld von Joab an. So zwingt er Joab, für ihn noch einmal vor seinem Vater vorzusprechen. Schließlich empfängt David seinen Sohn Absalom. Dabei küsst der Vater den Sohn, und es scheint zwischen den beiden alles geklärt zu sein, aber in Wirklichkeit war nichts geklärt. Es gab keine Klarstellung, keine Aussprache und keine Konsequenzen. Absalom ist dann zunehmend von sich selbst überzeugt. Er ist überzeugt, dass er ein besserer König wäre als sein Vater. Er beginnt mit einer hinterhältigen Taktik, die Gunst und die Herzen des Volkes für sich zu gewinnen. Schließlich veranstaltet er einen Staatsstreich, ruft sich selbst zum König aus und versucht, seinen Vater vom Thron zu stürzen und zu töten. David muss vor seinem eigenen Sohn fliehen. Dank seiner treuen Anhänger und der ihm ergebenen Kämpfer gewinnt die Armee Davids diesen Krieg, in dem Absalom getötet wird. David beweint seinen zweiten getöteten Sohn eine lange Zeit. Als David dann alt geworden ist, zögert er, die Staatsgeschäfte zu regeln und seinen Nachfolger zu benennen. Er hatte zwar Bathseba versprochen, ihren Sohn Salomo zum König zu machen, aber er lässt die Sache schleifen. Schließlich kommt es so weit, dass ein weiterer Sohn Davids, Adonia, sich selbst zum König proklamiert.
Es ist dann nur dem weisen Eingreifen von Nathan, dem Propheten, zu verdanken, dass David jetzt schließlich reagiert und Salomo zum König erklärt. Und kurz nach dem Tod Davids kommt es dann dazu, dass Salomo seinen Bruder Adonija wegen seiner Provokationen doch töten muss. So sind mindestens 3 Söhne Davids einen gewaltsamen Tod gestorben. Aus den Sprüchen Salomos erfahren wir, dass David aus diesen Tragödien doch etwas gelernt hatte. Offensichtlich hatte er es zumindest bei Salomo, seinem Thronfolger, anders gemacht. Er nahm sich Zeit für ihn und für seine Erziehung. Das ist eine Erklärung für die Weisheit Salomos. Salomo berichtet davon im 4. Kapitel seiner Sprüche. Wir lesen dort: Als ich noch Kind in meines Vaters Hause war, ein zartes, das einzige unter der Obhut meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach: Lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Halte meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe sie, so wird sie dich behüten. Offensichtlich hat diese Erziehung bei Salomo gefruchtet. Er durfte dann dem Herrn einen Tempel bauen und die geregelten Gottesdienste in Israel einführen. Er wurde zu einem weisen König, der Israel zur höchsten Blüte führte. Aber wie viel Not und Leid hätte verhindert werden können und wie viel Segen hätte David erleben können, wenn er von Anfang an seine Söhne in der Furcht und Ermahnung des Herrn erzogen hätte.